Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Sie ist angekommen, die Werkstattwand. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich mir gerne eine Werkstattwand zulegen möchte und ich hatte jetzt ein günstiges Angebot bei Amazon entdeckt. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, weiß ich dann nach dem Aufbau. Ich verlinke es euch wie immer unten in der Videobeschreibung. War auf jeden Fall, finde ich, ein guter Preis für die Werkstattwand. Ist jetzt nicht super groß, aber ist eine ordentliche Größe. Hersteller seht ihr ja. Habe mich jetzt hier, wie gesagt, für eine Wand entschieden, wo ich unten Schränke habe, einen großen Seitenschrank und dann oben nochmal so Hängeschränkchen. Und ein Hängeschränkchen wurde tatsächlich auch separat geliefert. Das sieht dann so aus, blau, also blau bedeutet halt, dass so blaue Akzente da sind. Und ja, ist hier mit entsprechenden Gasfedern auch an der Seite, dass das also nicht ganz so klepprig ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann anfühlt, wenn es aufgebaut ist. Da habe ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen was zu tun, wie ihr seht. Relativ großes Paket. Ich werde das jetzt mal in die Einzelteile zerlegen und dann drüben in den Arbeitsbereich packen, ein bisschen Platz schaffen und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal im Zeitraffer, wie lange ich brauche, um das auseinander zu pflücken. Also, los geht's. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitrafferaufnahmen gesehen. Ich habe jetzt soweit erstmal alles ausgepackt. Die Platte, die Arbeitsplatte, die ist, sinnvollerweise habe ich die ganz da hinten hinter diesen ganzen Kartonmüll. Also es ist Wahnsinn, ne? Wenn ihr euch das anschaut. Ich habe ja jetzt 2 von diesen Müllsäcken, von diesen Leichtstoffsäcken habe ich jetzt voll bekommen. Nur mit dem Kram, der hier Verpackungsmaterial war. Und was da jetzt schon wieder an Kartons liegen, ja, Wahnsinn. Aber so ist das halt. Auf jeden Fall da hinten ist auch die Arbeitsplatte. Dennoch muss ich sagen, haben die das hier wirklich super verpackt, ne? Also das war ja eigentlich nur die Arbeitsplatte, die war hier so an der Seite. Dann eben der Schrank und in dem Schrank waren wiederum dieses Schränkchen und dieses Schränkchen. Und in den Schränkchen waren wiederum 2 kleine Schränkchen, also hier in dem einen Schrank. Und hier in diesem anderen, das ist ja so eine praktische, ja, so eine Art Werkstattwagen, nur ohne Rollen. Da war ganz unten eine Box noch drin mit Zubehör. Ja, also da war die Zubehörbox, war hier in diesem Werkstattwagen. Und es ist eigentlich relativ wenig Zubehör, was ich gut finde. Das heißt, es sollte hoffentlich nicht so zeitintensiv sein, das aufzubauen. Da gibt es ja noch solche Halteschienen. Die kommen dann hier hinten an die entsprechenden Unterschränke ran. Und an diese Halteschienen können dann diese Werkstattwände montiert werden, wo ich ja dann endlich mein Werkzeug wieder an die Wand hängen kann. Dann habe ich da auch wieder ein bisschen Platz und es ist besser zugänglich. Aber es sieht jetzt nicht nach megamäßig vielen Schrauben aus, was ich ganz positiv finde. Und halt wirklich ja sehr platzsparend verpackt. Also sag ich mal, zusätzlich zu diesem
großen Karton, wo hier der Schrank und das ganze andere Zeug drin war, gab es dann noch einen extra Karton, wo eben dieser eine Hängeschrank drin war. Also insgesamt sind es 2 Kartons, ein großer und ein kleiner. Also es ist wirklich super platzsparend verpackt, aber natürlich dann trotzdem sehr viel Verpackungsmüll. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, dass die Sachen hier schon größtenteils vormontiert kommen. Erster Schritt ist jetzt auch, die Füße zu montieren. Das Schränkchen habe ich ja Gott sei Dank schon richtig rum ausgepackt, also praktisch verkehrt rum. Da kommen jetzt die Füße rein. Das werde ich jetzt erstmal bei allen Schränkchen machen, auch bei dem großen Schrank. Das mache ich aber jetzt alles in Stillarbeit, weil ich muss da hinten, da ist noch ein bisschen Chaos, da muss ich noch einen Platz freiräumen, wo ich das dann hinstelle. Das heißt, ich baue das jetzt mal in Ruhe auf. Das ist unspektakulär, wie gesagt, das sind ja nur so wenig Teile. Füße ranschrauben, dann diese Längsträger, die hier so nach oben gehen, wo man dann nachher die Wände befestigt und alles miteinander sozusagen verspannt. Also ja, gibt es nicht wirklich viel Spannendes zu berichten, deswegen mache ich das in Stillarbeit und dann zeige ich euch, wenn ich es fertig aufgebaut habe. So, jetzt habe ich hier ein bisschen schon aufgebaut. Was ich sagen muss, also Verarbeitungsqualität finde ich gut, aber Anleitung ist beschissen. Und zwar wirklich beschissen. Welche Probleme hatte ich? Ich habe festgestellt, also ja, hätte mir auch früher auffallen können, ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. Ich habe jetzt hier 2 Schränkchen unten und diesen Schrank. Und auf der Abbildung war das so gelöst, dass hier, da wo jetzt der Abschlussschrank ist, da war sozusagen frei und dieser Abschlussschrank war dann hier nochmal eins weiter rüber. Bei mir seht ihr ja, also ich könnte jetzt theoretisch hier auch freilassen, aber dann fehlt mir eben irgendwas, wo ich diese weitere Stange befestigen kann. Und in der Mitte wollte ich nicht freilassen, weil ich das irgendwie blöd finde, das freizulassen. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, ob ich noch so einen Schubladenschrank oder so einen normalen Schrank, ob ich den noch extra bestellen kann. Ich hoffe, weil dann würde ich den hier ranbauen, irgendwann später, und die Wand dann komplett machen, weil jetzt fehlt eben sozusagen eine Reihe und ja, deswegen schließt das jetzt hier auch nicht ganz so schön ab. Ansonsten seht ihr ja, die Stangen sind beschriftet und da hatte ich eben meine Probleme mit, weil in der Anleitung oder für meiner Empfindung nach geht das aus der Anleitung nicht hervor. Ich zeige euch das mal. Also starten tut man mit den Füßen, das war easy. Und dann kommen eben hier, dass man hinten an den Schränkchen, also hier an den Dingern, dass man da diese Stangen festmacht. Und jetzt waren die beschriftet. 1 gab es einmal, die 2 sieht man hier, gibt es zweimal und dann gab es noch eine 3. Und dann habe ich, weil ich dachte, wenn man mit 1 anfängt, die 1 hierhin montiert und dann aber gemerkt, ich kriege den Hängeschrank nicht aufgehangen, weil die 1, die ich hier an diesen großen Schrank montiert habe, die hatte dann sozusagen diesen Haken eben genau so, wie er jetzt hier bei der 2 ist und innen drin war sozusagen frei. Und ich dachte, das passt aber nicht. Das heißt, da muss die 3 hin. Also bedeutet, dieses 1 und 3 ist eigentlich völliger Schwachsinn. Viel cleverer wäre es gewesen, in der Anleitung zu schreiben, dass es eben eine linke und eine rechte Anschlagseite gibt. In meinem Fall ist der Schrank rechts. Das heißt, wenn der Schrank rechts ist, braucht ihr die 3. Aber dann hätte ich halt es besser gefunden, wenn da einfach ein R draufsteht, dass man weiß, diese lange Stange muss halt rechts hin, weil da der große Schrank ist. Und wenn der große Schrank dann links steht, da muss dann eben dann die 1 hin oder eben irgendwas, was man mit L für links betitelt oder irgendwie, ja. Also das hätte mir halt leichter gefallen. Wie gesagt, die 1, die vermeintliche 1 ist nicht wirklich immer die 1, sondern ist halt in Abhängigkeit, wo ihr den großen Schrank habt. Ist der große Schrank wie bei mir rechts, braucht ihr die 3 gegen den Schrank und ist der große Schrank links, braucht ihr die 1 gegen den großen Schrank, weil sonst passen die Abstände nicht und ihr kriegt diese Hängedinger nicht aufgehangen. Das geht meiner Meinung nach aus der Anleitung so nicht hervor, aber gut, so ist es eben. Also das als Info für euch, wenn ihr euch dieselbe Werkbank holt, dann darauf achten, damit ihr nicht in die gleiche Falle tappt. Und das nächste ist, wir sehen ja hier Schritt 4, ne? Und dann kommt Schritt 5. Und was machen die hier bei Schritt 4? Bei Schritt 4 montieren die dieses Hängeschränkchen und schrauben das auch fest. Also, weil ja 4 vor 5 kommt, nach Adam Riese, habe ich halt dieses Schränkchen da montiert und dann festgestellt, guck mal, bei 5, auf einmal ist das Schränkchen hier wieder weg und die setzen hier diese Lochgitter ein, wo ich dann später mein Werkzeug aufhängen kann. Ja, und das habe ich dann auch festgestellt, wenn man wie in der Anleitung nach Schritt 4 das Ding schon montiert, ist hier gar nicht genug Platz. Ihr seht das ja, das ist jetzt Stoß auf Stoß. Und um das einzuhängen, das sind so kleine Haken, muss man das weiter oben ansetzen. Also
Wer schreibt denn solche Anleitungen? Jetzt mal ganz im Ernst, ja? Also am besten hätte ich es einfach frei Schnauze machen sollen. Jetzt zeige ich euch mal hier auf der Rückseite diese Haken. So, jetzt seht ihr das. Hier hinten sind dann eben diese Haken und da kommt dann diese Metallöse rein entweder von dem Hängeschrank oder eben wie hier jetzt von diesem Lochgitter und dann verriegelt sich das. Am besten mit einem Gummihammer, so habe ich es auch gemacht. Das Ganze dann hier so ein bisschen in Position klopfen. Aufgrund der Lackierung oder der Farbe, die da drauf ist das dann sonst ein bisschen störrisch. Bei dem Schränkchen habe ich einfach mein Körpergewicht so ein bisschen rangehangen. Dann ist der in Position gerutscht, dann hat das funktioniert. Also wie gesagt, erste Hürde, schaut, wo der Schrank ist. Ist der Schrank rechts, nehmt ihr die 3. Ist der Schrank links, nehmt ihr die 1 für die Verbindung mit dem Schrank. Und bei den Hängeschränkchen bzw. bei den Werkzeugloch-Metallschienen oder sage ich mal diesen Aussparungen, wo ihr später euer Werkzeug hinhängen könnt, da ist eben wichtig, dass ihr erst die reinfädelt. Fangt ihr am besten unten an, weil sonst habt ihr wieder das gleiche Problem. Also erst den untersten zuerst einsetzen, dann den zweiten und dann eben das Hängeschränkchen drauf. Ich werde jetzt hier noch das letzte Hängeschränkchen montieren, dann alle Schrauben festziehen. Dann schaue ich mal wegen der Werkbank oder wegen der Werkplatte. Ich hoffe, die passt dann nachher hier in den Schlitz und da kommt nicht wieder, du hättest erst die Werkbank montieren müssen, bevor du anfängst, die Schränke zusammenzubauen. Aber ja, da sagt die Anleitung mal wieder was anderes. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich baue jetzt noch da das andere Schränkchen ran und dann schauen wir mal, wie es gleich aussieht. So, jetzt ist nochmal eine Nacht vergangen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe es jetzt fertig aufgebaut, allerdings doch so, wie der Hersteller das vorgibt, aus dem einfachen Grund, weil ich sonst das dritte Hängeschränkchen nicht montiert bekäme. Ich wollte es ja eigentlich bündig machen mit den Schränken, aber es fehlt ja irgendwie ein Schrank, also es ist ja bewusst so, dass in der Mitte frei ist, wobei ich es irgendwie doof finde. Ich habe jetzt beim Hersteller mal angefragt, ob man noch so einen Schubladenschrank oder so einen normalen Schrank dazu kaufen kann, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich da in die Lücke packen soll und ein Schränkchen wäre mir eigentlich lieber. Ja, jetzt wie gesagt, sollte aber gehen. Ich habe gemessen, da ist genau der richtige Abstand, um nochmal so ein Schränkchen zu positionieren. Jetzt hoffe ich mal, dass man eins einzeln kaufen kann. Also der Aufbau hat jetzt soweit, abgesehen von den beiden Sachen, die ich euch schon erzählt habe, die so ein bisschen blöd waren in der Anwendung, gut funktioniert. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, wenn man die Tischplatte montiert, die wird ja von unten verschraubt und hier bei dem großen Schrank oder bei dem offenen Schränkchen ist relativ einfach. Da haben wir hier dann 4 Schrauben. Wir sehen das, hier ist eine, ich sehe gerade, da muss ich noch ein bisschen Styropor raussaugen. Und hier in der Ecke, da ist nochmal eine. Und das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Und wie gesagt, über die Schrauben wird dann die Platte fixiert. Und Problem ist jetzt natürlich, die Schubladenkiste kam ja vormontiert. Das heißt, da müsst ihr dann die Schubladen entfernen, damit ihr Platz habt, um das von innen zu verschrauben. Gott sei Dank lassen sich die Schubladen ganz einfach entfernen. Und zwar hat es hier an diesen Stangen, da sieht man das, an den Stangen hat es hier so einen Clip an der Schublade. Und da müsst ihr auf einer Seite runterdrücken, um es zu entriegeln. Und auf der anderen Seite, seht ihr, da zeigt die Nase nach unten, müsst ihr es nach oben drücken. Also um die Schubladen rauszubekommen, ihr braucht keine Schrauben lösen, einfach diese Nase einmal nach unten, einmal nach oben drücken und dann könnt ihr die Schubladen rausziehen. 2 Schubladen haben bei mir jetzt gereicht, um dann genug Platz zu haben, um es mit dem Schraubenzieher festzudrehen. Das war jetzt die Aufbauinformation. Jetzt hätte ich gesagt, ich schiebe das mal an den richtigen Platz, also dass das plan an der Wand ist. Ich hatte ja gestern die Wand auch noch gestrichen hinten dran und auch bis nach oben. Das heißt, ja, sieht man auf der Kamera schwierig wegen Licht, aber ist auf jeden Fall alles schön weiß. Ich schiebe das jetzt mal an die Wand und dann gucken wir uns das Endergebnis an, wenn ich es auch ein bisschen eingerichtet habe. Ich werde dann jetzt gleich mal noch ein bisschen Werkzeug da platzieren, damit das eben nicht ganz so leer und karg aussieht. Und dann seht ihr das Endergebnis, wenn die Wand sozusagen am Platz ist und komplett aufgebaut. So, jetzt habe ich ein bisschen schon eingeräumt. Ich musste jetzt aber abbrechen, weil in meiner grenzenlosen Naivität, ich hatte ja bei meiner anderen Werkstattwand extra diese Halter aufgehoben, ne, wo man eben dann Werkzeug einklemmen kann. Und die haben hier auf der Rückseite solche Nasen. Ich denke, man kann das sehen. Und ja, wie gesagt, in meiner grenzenlosen Naivität war ich davon ausgegangen, dass das irgendwie genormt ist. Und ja, was soll ich sagen? Das Leben hat mich erneut eines Besseren belehrt. Das brauchen wir doch nicht, dass wir da irgendwie diese Werkstattwände normieren. Da könnte ja nachher jeder sich einfach Zubehörteile dazu kaufen. Das geht ja nicht, ne? Also die ganzen Sachen, die ich hier habe von meiner alten Werkstattwand,
Oh, hey, ich habe einen gefunden, der passt. Okay, krass. Wahnsinn. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, weil die anderen, die ich vorher versucht hatte, genau, die passen nämlich nicht. Die sind nämlich minimal zu kurz. Okay, also einen habe ich. Hervorragend. Einen habe ich. Kann es ja jetzt richtig vorangehen. Ja, gut. Also da muss ich halt nochmal schauen, dass ich mir da die richtigen Haken besorge. Ansonsten, hier oben habe ich jetzt soweit schon mal eingeräumt. Da stehen jetzt schon mal Sachen drin. Ja. Ich finde das auch schön. Das ist hier noch so leicht magnetisch. Das ist echt gut gemacht. Also für den Preis kann man sich wirklich nicht beschweren. Wie gesagt, wenn man das jetzt wie bei mir eben beachtet in der Anleitung, dass da Schritt 4, 5 so ein bisschen vertauscht sind und dass man eben diese Nummerierung so ein bisschen außen vor lässt. Davon abgesehen, kommt man da sehr gut zurecht, ist relativ schnell aufgebaut, das passt. Ja, nee, also das ist in Ordnung. Die Qualität ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Wie gesagt, vor allem immer in Relation zu dem Preis. Hier in dem großen Schrank habe ich auch schon ein bisschen was eingeräumt. Hier oben ist leider immer ein bisschen Gegenlicht, tut mir leid. So, also hier habe ich auch schon ein bisschen was drin. Hier muss ich jetzt eben in Ruhe noch einsortieren. Das mache ich dann aber ohne Kamera. Und ihr habt es ja gehört, ne? Also ist hier so auch magnetisch. Das heißt also, ist von der Verarbeitungsqualität wirklich gut. Also kann ich empfehlen für den Preis. Auch hier die Arbeitsplatte ist schön. Ja, gut, die wird natürlich nicht so bleiben. Da wird ja dann drauf gearbeitet. Die sieht dann wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit entsprechend benutzt aus. Aber ansonsten, ja, wirklich top. Wenn ich jetzt noch die richtigen Halter finde, dann kann ich da auch meine Drehmomentschlüssel und so Zeug ranhängen. Dann sieht das doch gleich deutlich ordentlicher aus. Ich habe beim Hersteller auch mal angefragt, aber natürlich verständlicherweise noch keine Antwort bekommen. Das war jetzt tatsächlich gestern Abend, dass ich die E-Mail geschrieben habe. Ob man so ein Schränkchen einzeln dazu kaufen kann, ich hatte es ja erwähnt. Wenn ich da irgendwann Rückmeldung bekomme, würde ich das in irgendeinem anderen Video nochmal auflösen, beziehungsweise ihr seht es ja dann auch, wenn da irgendwann noch ein Schränkchen dazukommt. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen irritierend, dass das so als Standard verkauft wird. Aber ich wusste es ja, es war ja auf dem Bild auch genauso abgebildet mit dieser Lücke. Trotzdem kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Wahrscheinlich verpackungstechnische Gründe, weil man dann noch einen Karton gebraucht hätte oder so. So waren es ja, wie gesagt, nur 2 Kartons, weil es toll ineinander gepackt war. Also das war wirklich platzsparend, trotz der vormontierten Schränke. Nee, also bisher bin ich wirklich happy. Ich habe das jetzt auch alles schön im Wasser. Also das ging auch mit der Ausrichtung. Das hat wunderbar funktioniert, ne? Also dass man das dann eben schön ins Wasser bekommt. Nein, ich kann nichts Negatives soweit sagen. Bin happy, werde jetzt hier das Ganze noch einräumen. Und ich weiß, ich habe es schon so oft gesagt, aber ich konnte jetzt nicht am Opel anfangen, wenn diese Werkstattwand da bei mir vorne rumsteht. Die hat mitten im Weg gestanden. Ich musste die jetzt einfach aufbauen. Deswegen habe ich das leider vorziehen müssen. Aber jetzt ich habe nichts mehr in der Bestellpipeline. Es geht jetzt wirklich am Opel weiter, versprochen. Aber ja, ist ja dann noch viel schöner, wenn ich da Platz habe, um die Ventildeckel entsprechend aufzubauen. Und so ist auch für euch schöner, kriegt ihr bessere Bilder. Also so eine Werkbank, so eine Ablagefläche hat schon was und braucht man eigentlich auch in der Werkstatt. Insofern war es das fürs heutige Video. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wie gesagt, vor allem die Tipps mit der Anleitung, denke ich, die könnten wirklich Gold wert sein, wenn man das erste Mal aufbaut, dass man sich ein bisschen Stress erspart. Insofern alles Gute, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, ciao!